Der Körper, der da unten liegt, der war wie, als wenn man eine Jacke ausgezogen hätte, der auf dem Boden liegt und der hatte mit mir gar nichts mehr zu tun. Ja? Frau Lang, im Jahre 2007 erkrankten Sie schwer und machten im Verlauf dieser Krankheit eine Nahtoderfahrung. Was führte zu dieser Erfahrung? Wie war die Vorgeschichte? Ja, also ich möchte sagen, das war eine Zeit, die ich bezeichnen möchte, vom Dunkel ins Licht. Also es war wirklich so die dunkelste Zeit meines Lebens, wo ich mich zurückerinnern kann. Das ging los im Juni 2007. Da hatte ich durch einen Schock so etwas wie eine Retraumatisierung einer Kindheitserfahrung. Über Details muss man jetzt nicht sprechen. Und von einer zur anderen Stunde war wohl mein Nervensystem dadurch so extrem überreizt, dass ich nicht mehr schlafen konnte und auch so gut wie nichts mehr essen konnte. Also das war ein Gefühl, wie wenn man einen riesengroßen Kloß im Bauch hat. Und der Kloß war so groß, dass ich auch fast nichts Normales schlucken konnte, also nur Flüssiges noch. Und das für mich damals unvorstellbar, aber Allerschlimmste war wirklich, ich konnte nicht mehr schlafen. Und nicht mehr schlafen heißt nicht mal paar Minuten oder also sowas, aber das ging dann über mehrere Tage, bis ich dann teilweise schwere Medikamente bekam, um überhaupt mal ein paar Stunden zu schlafen. Und dann muss ich sagen, hat sich das über das Jahr so entwickelt, dass ich bin ja jetzt schon relativ schlank, aber dass ich dann abgemagert bin auf etwas unter 50 Kilo bei 1,80 Meter. Und irgendwann, also ich konnte ja dann noch nicht mehr arbeiten und so weiter. Und irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo dann meine Hausärztin gesagt, Frau Lang, also Sie müssen jetzt in eine Klinik gehen. Die Vorgeschichte ist die, ich war damals alleinerziehend mit einer kleinen Tochter, die damals erst 7 Jahre alt war. Und für mich war das einfach so, ich kann doch mein Kind nicht alleine lassen, ich will nicht ins Krankenhaus, ich werde es schon irgendwie schaffen. Ja, und dann kam ich eben in diese Klinik und dort ging ein Norovirus um und den habe ich dann tatsächlich auch erwischt. Und nachdem ich aber so fragil war und so auch voller inneren Ängste von dieser Retraumatisierung, war für mich in dem Moment das Allerschlimmste, oh Gott, hoffentlich komme ich jetzt nicht in eine Quarantänestation, und habe mich dann versucht, da sozusagen in meinem Zimmer selber, mir selber zu helfen. Ja, und dann bin ich quasi zur Toilette gegangen, weil da muss man ja ständig zur Toilette. Und im Badezimmer, also ich kann mich noch erinnern, Waschbecken war hier und da die Toilette, falle ich auf einmal um und breche zusammen. Und das war innerhalb von Sekundenbruchteilen, dass ich mich auf einmal unten liegen sehe. Und ich war vielleicht so etwa an der Decke des Badezimmers, ja. Und ich erinnere mich da deswegen so gut dran, weil das Gefühl damals war, ich bin genau die gleiche Ursula. Es fühlt sich alles ganz genauso an. Ich denke so, ich fühle so, es fühlt sich alles ganz genauso an. Nur der Körper, der da unten liegt, der war wie, als wenn man eine Jacke ausgezogen hätte, der auf dem Boden liegt und der hatte mit mir gar nichts mehr zu tun. Ja, also das war schon mal der erste Moment, wo ich gesagt habe, so, und das geht dann alles, es ging dann so schnell weiter, dass ich auf einmal gemerkt habe, über mir ist nicht mehr die Decke, sondern das war ein Lichtkanal. Also das kann man sich so vorstellen wie so ganz leicht nebelig, aber sehr, sehr helles Licht. Und von der Breite her, also etwas breiter, wie wenn ich meine Arme ausstrecke, also vielleicht so 2 Meter, 2,50 Meter breit. Und dann kommt diese eigentliche Lichterfahrung, die ich so beschreiben mag, weil ich eben sagte, vom Dunkel ins Licht. Also ich bin dann in diesem Kanal hochgeschwebt, zunächst mal gar nicht nach oben schauend, sondern einfach schwebend. Und mit jedem Meter, den ich mehr geschwebt bin, habe ich eine
unfassbare Liebe gefühlt. Also eine Liebe, die man nicht vergleichen kann mit irgendetwas, was man auf diesem Erdenplaneten also erlebt. Also wenn man das mal vergleichen würde mit ein Kind, was man liebt oder ein Partner oder sowas. Das sind also noch Welten dazwischen, also ein Vielfaches an Liebe, ja. Ja, und diese Liebe, die kann man so beschreiben. Das ist so viel, viel mehr als was man hier auf diesem Erdenplaneten sich überhaupt vorstellen kann. Das durchdringt dein gesamtes Sein. Also das war so, wie wenn man vor lauter Glück, also platzen will, ist das falsche Ding, aber es war einfach alles nur Glück und es war alles nur Liebe. Mhm. Ja, und dann war das so, mit jedem Meter, den ich höher geschwebt bin, habe ich einfach gemerkt, ja, es ist eigentlich alles Licht. Also dieses Licht, ich habe eigentlich gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich eigentlich ja jetzt auf der Erde bin, sondern ich war einfach nur noch in diesem Licht und merkte nur, dass ich immer weiter nach oben stieg. Und durch diese große Liebe war das so ein Gefühl, ich möchte doch mal wissen, wo diese Liebe herkommt, ja. Und dann schaute ich nach oben und dann war das so, dass am Ende dieses Lichtkanals wie so eine Art, naja, vielleicht Kanaldeckel hätte ich jetzt fast gesagt, ja, also ein noch helleres Licht war. Und zwar noch viel, viel heller, heller als jede Sonne, die man sich vorstellen kann. Und ich bin dann auf dieses Licht zugeströmt und also erinnere mich noch an diesen Moment, nämlich kurz bevor ich da hinkam, war mir auf einmal klar, wenn ich da jetzt durchgehe, dann bin ich im Licht. Und im Licht heißt ja eigentlich, dann bin ich tot. So. Und dann kam eine Sekunde, das war ein Sekundenbruchteil, und zwar so, wie ich es jetzt sage. Johanna braucht mich. Also meine Tochter war damals 7, ich war alleinerziehend und sie braucht mich. Ja, und in diesem Moment, wo ich das sage und mein Herz sozusagen entscheidet, meine Tochter braucht mich, da kriege ich jetzt auch noch Gänsehaut, dann war das wie wenn sie in einem Aufzug ohne Seil runterfallen, so bumm. Und ich war wieder in meinem Körper drin. Und ich bin dann aufgestanden, also ich habe mich an dem Waschbecken hochgezogen und da war ein Spiegel. Und man muss sich vorstellen, ich war damals so dünn, dass quasi, also nicht nur jetzt meine Haut überall also eingefallen war, auch das Gesicht. Ich war so, ja, und ich sah natürlich dementsprechend schlecht aus, aber ich schaute in diesen Spiegel und ich sah in die strahlendsten, liebendsten Augen, in die ich jemals in meinem Leben geschaut habe. Also das heißt, im Nachhinein würde ich es vielleicht so interpretieren, also das ist, man sagt ja, die Augen sind die Spiegel der Seele, also wie als wenn meine Seele sich dann in mir, ja, also das Licht meiner Seele, wie wenn ich es so sagen wollte, ja. Ja, und ich habe mich dann wieder in mein Bett gelegt und ich weiß nur einfach, das war so real wie jetzt, wie ich hier sitze. Ja. Was hatten Sie für ein Körpergefühl, als Sie da außerkörperlich in diesem Lichtkanal waren? Also es ist so, wenn man jetzt gerade die Augen schließt, das kann ja jeder machen, der zuschaut, dann fühlt sich das ja einfach an, ich bin. Also ich bin Ursula, so. Aber ich denke ja in dem Moment nicht, ja, hier ist mein Finger und hier ist mein Zeh und hier ist meine, sondern ich bin ja einfach ich. Ja. So. Und dieses Ich ist ganz genau so drüben. Also das heißt, da ist, also ich meine, ich habe natürlich da unten diesen Körper gesehen, ja. Ich vermute mal, das ist dann so, weil ich habe mich ja auch hochschweben sehen. Also es war ja nicht so, dass ich da nur einen Lichtpunkt sehe, sondern ich war ja die Ursula, aber in einer leichteren Form, vielleicht in einer lichteren Form. Also ich habe eigentlich weniger auf mich geachtet als auf dieses unglaubliche Licht und auf diese unglaubliche Liebe und dieses Gefühl von Liebe, nach dem man sich so sehr sehnt, glaube ich, jeder Mensch sehnt sich nach nichts mehr als nach dieser Liebe, egal was man im Leben sucht. Und das war für mich
tiefgreifendste Erfahrung, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Also Sie haben sich gesehen, haben Sie auch etwas gehört in diesem Kanal? Nein, Nein. ich habe nichts gehört. Ich weiß nur, dass ich wusste, das ist das, also wo ich jetzt hingehe, also was ich eigentlich bin. Also eben, weil ich sagte, diese Jacke, die da unten lag, die hatte eigentlich mit mir nichts mehr zu tun. Das fand ich so speziell. Also wenn ich über meine Nahtoderfahrung spreche, dann sage ich immer zu Leuten, die jetzt beispielsweise wissen, es stirbt jemand, ja, das, was da übrig bleibt, das ist wirklich so, wie wenn man eine Jacke abstreift. Das bist nicht du. Weil alles, was ich bin, wie ich fühle, wie ich denke, das bin ich eben in diesem Licht. Und das war für mich das Bewegendste. Diese Nahtoderfahrung hat Ihnen geholfen, auch Ihre anderen spirituellen Erlebnisse besser zu verstehen und einzuordnen. Können Sie von diesen Erfahrungen noch berichten? Ja, also für mich ist es so, also ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ich bin noch ein sehr tief spiritueller Mensch, wenn man das so sagen darf. Ich beschäftige mich mit diesen Themen seit ich ungefähr Anfang 20 bin. Jetzt bin ich bald 60. Und es ist so, ich hatte in meinem Leben dann aber nicht Nahtod, also erfahrungsmäßig, sondern wie eine Art Erleben, also Vision, noch weitere Lichterfahrungen. Und die konnte ich aber erst nach dieser Nahtoderfahrung einordnen. Also ich habe im Nachhinein, da gibt's doch diesen wunderschönen Spielfilm von der heiligen Hildegard von Bingen, und sie sprach immer von diesen Lichterfahrungen, also das Licht meiner Seele. Und das habe ich irgendwie im Nachhinein einordnen können, weil es im Grunde genommen so etwas war, was ich also erlebt habe. Aber sie hat es ja auch lebend erlebt. Und ich möchte da zwei Dinge sagen. Also wir sind ja Menschen, aber eigentlich sind wir eine Seele in einem Körper. So, der Körper, den lassen wir zurück, den bewohnen wir, wenn wir geboren werden, und den lassen wir zurück, wenn wir gehen. Und ich habe im Zusammenhang mit sozusagen einer Empfängnis und auch eines Todesfalls zweimal so eine Lichterfahrung gemacht. Und zwar das eine Mal, das ist jetzt was sehr Persönliches, aber auch so tief berührend, dass ich das, glaube ich, schon auch teilen möchte. Bei der Empfängnis meiner Tochter, das war im Jahr 1998, da war es so, dass ich tatsächlich gesehen habe, wie eine Lichtkugel von oben so bumm in meinen Bauch gekommen ist. Und im gleichen Moment, als diese Lichtkugel, also ich habe richtig dieses helle Licht gesehen, und als diese Lichtkugel in meinem Bauch war, ja, hat sich für einen Zeitraum von vielleicht 1 bis 2 Stunden, ja, um mich herum so eine Lichtkugel, ein Lichtfeld, also da fühlte ich, fühlte ich, so wie das in dieser Nahtoderfahrung war. Da war ja auch genau diese Ausmaße, ja. Und ich habe natürlich damals, als es 1998 passiert ist, da hat man jetzt sagen können, ja, vielleicht bildest du dir das nur ein oder sowas. Aber dieses helle Licht, was diese Seele war, diese kleine winzige Kugel, die reinkam, die war ungefähr vergleichbar mit diesem ganz hellen Licht, was ich oben an dem Kanaldeckel gesehen hatte, ja. Und dieser Licht, diese Strahlung um mich herum war ungefähr so ähnlich wie die in diesem Kanal. Und das hat mich im Nachhinein, nachdem ich die Nahtoderfahrung hatte, natürlich sehr berührt, weil ich mir das jetzt so erkläre und so vorstelle, dass halt eine Seele ist ein Licht und dass dieses Licht uns quasi also bewohnt, und wir das natürlich sehr oft, und ich weiß, von was ich spreche, in vielen Krisen, in vielen dunklen Momenten, in vielen sehr schwierigen Zeiten im Leben einfach schlichtweg vergessen. Also das geht mir heute noch so, dass man es dann einfach oft vergisst, ja. Ja.
Und die andere also Erfahrung, die fand ich auch sehr, sehr berührend. Und zwar, mein Vater ist 2010 im August gestorben, nach einer sehr schweren Krebserkrankung. Und der lag zu Hause gebettet. Der ist morgens um 4:30 ungefähr gestorben. Und ich habe dann noch geholfen, dass man ihn sozusagen wäscht und ankleidet für die Bestattung und so weiter. Und der sah nach nach einem sehr schweren Todeskampf, also wirklich so wie das Leiden Christi, sagt man, also sehr, ja, also schwierig aus, sag ich mal. Also man konnte es schwierig anschauen, ja. Naja, und es ist halt so, das Besondere war, ja, dass mein Vater Zeit seines Lebens, der war früher als junger Mann mal einige Jahre im Kloster, und er hat immer mittags um 12 den Angelus gebetet. Das ist der Engel des Herrn. Das ist das Mittagsläuten. Das kennen vielleicht viele. Das immer noch die Kirchenläuten. Und das ist quasi der Engel des Herrn. Und man sagt ja, der Engel des Herrn holt dich ab, wenn du gestorben bist. Ja, und das berührt mich heute immer noch sehr. Es war so, an diesem 14. August 2010 war es ein ganz grauer Tag. Und mittags um 12 hörte ich die Glocken läuten von dem Ort. Und in diesem Moment riss der Himmel auf und es kam, das dachte ich erst, es ist einfach nur ein Sonnenschein, ja, und es kam durch das Fenster wie so ein Lichtstrahl auf das Bett von meinem Papa. Und dann sah ich nicht ganz so stark wie jetzt bei der Inkarnation meiner Tochter, aber ich sah auch so etwas wie ein kleines Lichtlein, was entlang dieses Lichtstrahls mein Vater verlassen hat. Und dann, und das ist das Besondere, warum ich auch mir sicher bin, dass das keine Einbildung war, danach sah mein Vater aus wie eine Wachsfigur. Also es war, wenn ich die Bilder vergleiche, vorher noch ein Mensch, wo die Seele vielleicht noch um ihn herum ist, und danach war er wie eine Wachsfigur. Und es kam dann 20 nach 12, kamen die Sargträger und ich konnte den da reinlegen wie ein Stück Holz. Also für mich war das nicht mehr mein Vater, wissen Sie, ich meine? Und das natürlich, obwohl ich ihn sehr, sehr liebe, aber das war einfach nur noch dieser Körper, nur noch diese Jacke. Und das hat mich im Nachhinein auch eben durch dieses Erlebnis damals mit meiner Nahtoderfahrung, habe ich jetzt so also ich empfinde das als so große Dankbarkeit, ja, dass wir uns da bewusst sein können, ja, der Körper ist nur für eine gewisse Zeit das, wo unsere Seele wohnt. Und sie hat sie kommt aus dem Licht und sie geht ins Licht. Und das finde ich das Bewegendste, was ich erleben durfte. Ja. Was für Auswirkungen hatten diese spirituellen Erfahrungen auf Ihr Leben und Ihr Weltbild? Ja, ich glaube, man spürt es auch schon, wenn ich jetzt hier spreche. Also zum einen ist es so, wenn man sowas mal erlebt hat, ja, dann kann man einfach nicht mehr das Göttliche oder das Spirituelle negieren oder verneinen. Also das war vorher schon ein großer Teil meines Lebens, aber da war das halt auch oft ein Hoffen und oft ein Lesen oder so etwas. Und jetzt ist es einfach so, dass ich es ja selbst also erlebt habe. So, das heißt, die Spiritualität oder das Leben mit Gott ist natürlich noch viel, viel stärker geworden in meinem Leben. Und ich habe eine Sache, die mich, glaube ich, seitdem auch trägt, weil es war ja nicht nur das Licht, sondern es war ja auch diese unglaubliche Liebe. Das heißt, das Licht ist gleichzeitig die Liebe. Und es ist nicht damit trennbar. Also je weiter ich nach oben kam und je heller das Licht wurde, umso stärker wurde die Liebe. Also wie wenn man fast meint, man platzt. So. Und das heißt, ja, auf unserem Planeten, auch wenn ein Kind gezeugt wird, ist die Liebe zwischen den Eltern so groß, dass sozusagen das Licht kommt, ja. Oder auch wenn Trauernde bei dem geliebten Menschen stehen, da ist die Liebe wieder da. Und wenn man das, also Lichtkraft und Herzkraft, sage ich immer, die Liebe ist in unserem Herzen.
Und im Grunde genommen, also natürlich gelingt einem das nicht immer und oft hat man trotzdem dunkle Tage, ja, aber sich dann wieder daran zu erinnern, ja, dass wenn wir in unser Herz gehen, da wo die Liebe ist, dann finden wir auch den Weg zu den lichtvollen Dingen, also zu dem, wo uns vielleicht Gott einen Hinweis gibt oder einen lieben Menschen schickt, weil wir über das Herz ja auch mit allen verbunden sind. Also das finde ich, ja, das ist das Geschenk und ich glaube, also ich bin jetzt natürlich nicht in allen Religionen zu Hause, also ich bin von Haus aus Christ, aber wenn man jetzt die Bibel liest, wie oft steht da eben von dem also lebendigen Licht und von der Liebe und ja, die Hildegard von Bingen und das ist eben dieser Film, den würde ich jedem auch noch mal ans Herz legen, wo sie die Lichterfahrungen beschreibt, ja, also sie hat ja darüber auch Inspiration bekommen, das heißt auch Lösungen, auch Hilfen fürs Leben und das ist für mich dadurch ja verstärkt worden, dadurch entstanden auch. Ja. Frau Lang, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.